Was mir halt sehr, sehr leid tat, war diese ganzen Menschen in diesem Team, die sich richtig reingehängt haben und die dann so innerhalb von wenigen Tagen komplett zerstört werden. Und ich möchte es mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil es wird halt wehtun. Es herrschte so eine Atmosphäre der Angst. Ich wurde des Hauses verwiesen und ich durfte noch unter Aufsicht den Computer runterfahren. Ich erinnere mich daran, wie Kollegen sich nur flüsternd im Raum unterhalten haben, weil sie Sorgen hatten, dass entweder Stefan oder Carsten sie hören. Carsten ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein emotionaler Mensch. Wenn er enttäuscht ist, dann weiß man das. War so die Produktionsstätte echt von den schönsten Point-and-Click-Spielen, die ich jemals gespielt hatte. Und dass man weiß, dass dieses Daedalic, was früher existiert hat, nie wieder existieren wird, das ist einfach sehr, sehr traurig und vor allem traurig für die deutsche Gaming-Industrie. Der Herr der Ringe Gollum sollte das erste große AAA-Spiel des Hamburger Studios Daedalic Entertainment werden. Mit weltbekannter Lizenz im Rücken sorgte die Ankündigung früh für Schlagzeilen und Coverstory reihte sich an Coverstory. Doch was sich bei Veröffentlichung für ein Spiel zeigte, war enttäuschend. Technisch nicht auf der Höhe des ambitioniert gesteckten Ziels, wirkte Gollum spielerisch ziellos und ungelenk, inszenatorisch bieder und teilweise schlichtweg unfertig. Die Resonanz niederschmetternd. Because that was so bad. Das ist schon sehr offensiv. Ich habe hierfür wirklich 50 € bezahlt. Dummes Gameplay! Wow, that sucks. Ich werde das Daedalic vermissen, was es halt vor 10 Jahren war. Bei all der lautstarken Kritik darf man einen wichtigen Punkt aber nicht vergessen. Niemand, egal ob Mitarbeitende oder Führungsetage, macht absichtlich ein schlechtes Spiel. Deshalb haben wir im Fall von Gollum recherchiert. Wir wollten herausfinden, wann und warum das Vorhaben von Daedalic scheiterte und wie es dem Team dabei erging. Dabei haben wir mit 32 Personen entweder direkt reden oder uns zumindest schriftlich austauschen können. Einerseits haben wir so viel über den Entstehungsprozess des Spiels gelernt, andererseits aber auch einiges über die Arbeitsbedingungen im Unternehmen in Erfahrung bringen können. Schnell wurde klar, um die Geschichte hinter der Herr der Ringe Gollum vollumfänglich verstehen zu können, müssen wir vorne anfangen. Vorne heißt in diesem Fall bei Jan Baumann, ehemals Müller-Michaelis, Fans aber viel eher unter seinem Pseudonym Poki bekannt. Hallo! 2005 arbeitete er an seiner Diplomarbeit, an dessen Ende ein Point-and-Click-Adventure entstehen sollte. Ich hatte tatsächlich nach dem Startschuss bis zur Abgabe 3 Monate Zeit. Ich habe in diesen 3 Monaten sehr wenig geschlafen. Und als ich aus diesem Wahnsinn rauskam, hatte ich tatsächlich ein durchspielbares Spiel in den Händen. Und das war das Spiel Edna bricht aus. Bei seiner mündlichen Prüfung traf er dann auf Carsten Fichtelmann, damals PR- und Marketing-Director eines anderen, mittlerweile aufgelösten deutschen Spieleunternehmens. Fichtelmann sah im Diplomprojekt viel Potenzial, weshalb es wenig später zur gemeinsamen Gründung von Daedalic Entertainment kam. Als erstes Unternehmen überhaupt sicherte man sich die Prototypenförderung der Stadt Hamburg und entwickelte erste Spiele. Früh zeigte sich dabei ein Muster, das später noch wichtig werden wird. Es war halt wirklich, glaube ich, der Abend, bevor wir unser erstes Treffen mit dem städtischen Förderbeauftragten hatten, dass Carsten noch so auf die Liste guckt und sagt, wir sollten noch irgendwas Viertes auf die Liste schreiben. Wie wär's denn was zum Thema Klimakatastrophe? Ich sag, nein, Carsten, Klimakatastrophe, das ist kein Thema für ein Spiel, das können wir nicht machen. Ich kann daraus keine Geschichte schreiben, weil es gibt ja keine 2 Positionen. Ich bin nach Hause gegangen in der festen Auffassung, ich denke nicht mehr drüber nach. Aber irgendwann saß ich halt aufrecht im Bett und kicherte, weil mir halt die Idee eingefallen ist, wie ich daraus halt mal eine Story machen kann, aus der ich dann ein Spiel machen kann. Ganz wie beim Pitch zu A New Beginning wurden auch andere Projekte Story First entwickelt. Die spielerische Komponente kam immer erst an zweiter Stelle. Für Point-and-Click-Adventures ein nicht unüblicher Ansatz. Und er schien zu Beginn voll aufzugehen, wie Daedalics erste Veröffentlichung zeigte, eine überarbeitete Version des Diplomprojekts Edna bricht aus. Plötzlich haben wir halt die allerseltsamsten Traumwertungen. 92%, 91%, 96%. Und jemand schrieb 100%. Ist egal, ist ein perfektes Spiel. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Es gab halt keine Indie-Spiele in dem Sinne. Es musste alles, was halt irgendwie entwickelt wurde, musste high-polished, state-of-the-art, 3D-Fähigkeiten halt ausreizen bis zum geht nicht mehr. Und alle großen Entwickler von halt Point-and-Click-Adventures hatten halt schon gesagt, okay, das ist ein Geschäft, das können wir halt
einfach nicht machen. Neben Edna bricht aus feierte das Studio in den nächsten 3 Jahren weitere Erfolge mit dem tragisch-komischen Märchen The Whispered World und dem bereits erwähnten Klimawandel-Thriller A New Beginning. Neben Top-Wertungen gab es auch jede Menge Auszeichnungen. Daedalic Entertainment mit The Whispered World. Daedalic Entertainment A New Beginning. Der richtig große Durchbruch gelang aber mit dem Edna-Nachfolger Harveys neue Augen, dessen Entstehungsgeschichte ein bekanntes Muster zeigt. Wieder war es Carsten Fichtelmann, der mit einem Wunsch auf Pookie zukam. Fällt dir irgendwie noch eine Möglichkeit, einen zweiten Edna-Teil zu machen? Und wieder, wie bei A New Beginning, ich habe gesagt, nein, Carsten, es gibt keinen zweiten Edna-Teil. Es ist unmöglich. Irgendwann saß ich halt wieder kichernd im Bett und ja, wir haben Harveys neue Augen gemacht und das wurde dann von Gronkh Let's Played. Und das war natürlich der Punkt, wo halt auch wir in so eine Art Siegestaumel auch reingeraten sind, der gar nicht mehr aufhören wollte. Ach, ist das schön. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Feiern. Ach, Mensch. Daedalic Entertainment entwickelte sich daraufhin zum Synonym für gute Adventure-Spiele und sorgte für eine Renaissance des Genres. Ein Ruf, den sie mit ihrer bald schon erfolgreichsten Eigenmarke, Deponia, nur noch weiter festigen sollten. Anfang der 2010er, als sie mit Deponia und so eben ihren Zenit erreicht haben, meiner Meinung nach, waren sie so die Darlings der deutschen Spieleindustrie. Das war halt so eine Erfolgsgeschichte, die man in den 2000ern vielleicht auch brauchte in der deutschen Games-Branche. Und die schien kein Ende zu nehmen. Und wie so oft bei erfolgreichen Unternehmen gab es schon bald Interessenten, die die Firma übernehmen wollten. 2014 erwarb die Bastei Lübbe AG einen Mehrheitsanteil an Daedalic. Die Verlagsgruppe wollte damit nicht nur den Digitalmarkt erschließen, sondern auch ein Spiel zu einem ihrer beliebtesten Bücher entwickeln lassen. Ken Folletts Die Säulen der Erde. Um diese Zeit stellte sich aber auch ein Bruch in Daedalics Strategie ein. Man wandte sich vom klassischen Point-and-Click-Adventure ab und experimentierte mit vermeintlich massentauglicheren Ansätzen. Auch an neuen Genres versuchte man sich, beispielsweise mit Strategierollenspiel Blackguards, das sogar schon vor Übernahme erschien. Teilweise mag der Wandel auf den Wunsch nach kreativer Veränderung zurückzuführen sein. Klar ist aber auch, dass der Druck auf das Unternehmen stieg. Vor allem, weil halt Bastei auch eine Aktiengesellschaft ist. Das heißt, die sind natürlich ihren Aktionären dann auch verpflichtet. Und das heißt, der Druck von der Geschäftsführung von Bastei steigt auf die Geschäftsführung von Daedalic. Und so kaskadiert das natürlich dann. Da kann man halt noch so viel Erfolg mit seinem Point-and-Click-Adventure haben. Mit Öffnung von Steam, so quasi jeder kann sein Spiel einstellen, der es fertig bekommt. Wurde es für Point-and-Click-Adventures halt einfach schwieriger. So idealistisch man halt auch ist, am Ende des Tages kann man immer nur so viele Spiele machen, wie man noch Geld in den Taschen hat. Symbolisch für diesen Umschwung steht das Spiel Silence. Der Nachfolger zu The Whispered World sollte mehr Erlebnis als Rätselspiel werden und ähnlich wie Telltales The Walking Dead auch Interesse außerhalb der Point-and-Click-Klientel wecken. Helfen sollte dabei der aus 3D- und handgezeichneten Elementen bestehende moderne Look. Doch aufgrund der fehlenden Erfahrung in diesem Bereich entpuppte sich die Entwicklung als enorm langwieriger Prozess. Silence erschien nicht, wie ursprünglich angedacht, Ende 2014, sondern mit ganzen 2 Jahren Verzögerung. In der Zwischenzeit war Silence dann halt irgendwie nach ewiger Zeit fertig. Und das ist ja kein Geheimnis, dass das Team sich echt ganz schön dafür halt aufgerieben hatte. War ein wunderschönes Spiel, hat aber sehr viel Energie eben gefressen, dass man gemerkt hat, okay, 3D-Spiele sind halt noch mal ein anderes Level als ein 2D-Spiel, wo man erfahrene 2D-Artists hat, die eine Animation relativ schnell hinbekommen, weil sie das einfach schon öfter gemacht haben. Dadurch war da halt ganz schön große Spannung so, die sich dann halt auch dadurch geäußert hat, glaube ich, dass dann halt einige aus dem Team nach Silence gesagt haben, so jetzt brauche ich jetzt auch erstmal Pause. Trotz aller Mühen und eines wirklich schönen Spiels floppte Silence. Ein herber Schlag für das Team, das anschließend durch eine große Entlassungswelle zerschlagen wurde. Und die Probleme dieses Projekts sollten künftig symptomatisch für das Unternehmen und auch später der Herr der Ringe Gollum werden. Ambitionierte Projekte, die in der Entwicklung unerwartet schwerfällig ausfielen, mangelnde Erfahrung, verschobene Releases und darauffolgende enttäuschende Verkaufszahlen. Das episodisch angelegte Die Säulen der Erde floppte ebenfalls. Auch State of Mind, das erste mit Unreal Engine entwickelte Adventure, sei in einem zehrend langen Prozess entstanden, dessen Kosten bei Release nicht eingespielt werden konnten. Daedalic geriet in eine Krise und musste sich dringend neu erfinden. Doch die wahren Probleme des Unternehmens waren nicht die offensichtlichen. 1,5 Ritter war es halt wirklich so ein ganzes Spiel. Ich glaube, wir hatten nur 3 Monate. Und wir haben es irgendwie hinbekommen, keine Ahnung. Und irgendwann kamen die Leute halt morgens ins Büro und ich saß da. Sitzt seit gestern da. Ich so,
Sitze ich? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Aber das war halt ich so. Ne? Ich habe damals halt nicht dolle drüber nachgedacht. Das war halt mein Leben. Ich habe es halt sehr gerne gemacht. Und ich war halt im Endeffekt war ich halt ein scheiß Vorbild so für die Mitarbeiter. Ne? Eines von Dedelics Problemen fängt genau hier an. Um das kurz klarzustellen, in keinem unserer Gespräche wurde Poki als treibender Faktor von Crunch und Überstunden erwähnt. Aber er war sicherlich auch Teil eines Arbeitsklimas, in dem mehr gegeben, aber auch verlangt wurde, als vertraglich festgelegt. Und das zumeist unvergütet. Die GameStar berichtete darüber schon Ende 2020, leider aber recht unauffällig hinter der Plus-Paywall. Mit uns sprachen ehemalige Angestellte zum ersten Mal offen darüber. Ich weiß auch, dass manche Leute sehr viele Probleme damit hatten, weil natürlich auch dann solche Leute sehr schnell zu viel gearbeitet haben und dass dieser Job einfach sie nur noch konsumiert hat. Ich war schon komplett durch. Ich bin auf die E3 geflogen nach Los Angeles, schon die 2 Wochen davor, ständig Überstunden gerissen, 60-Stunden-Wochen. E3 selber 16-Stunden-Tage. Ich weiß noch, wie ich in Heathrow komplett gejetlaggt weitergearbeitet habe. Und am nächsten Tag ging es direkt weiter. Ich hatte schon Pre-Burnout-Symptome, wenn ich nicht sogar schon einen stillen gehabt hatte. Dedelic war sehr herausfordernd. In dem Sinne, weil ich super viel schon Verantwortung sehr früh getragen habe. Das kann ich halt nicht sagen, ob das jetzt zu viel, zu wenig und sonst was, weil ich natürlich auch sehr jung war. Ich war super ambitioniert und ich wollte unbedingt diese Karriereleiter haben. Und natürlich habe ich dann mehr gegeben. Unseren Recherchen zufolge wurde viel auf junge Mitarbeitende, Praktikantinnen, Praktikanten und Berufseinsteigende gesetzt. Den Aussagen nach nicht nur, weil sie günstigere Arbeitskräfte darstellen, sondern auch, weil sie das vorherrschende Klima antreiben, den Grad an Belastung nicht als kritisch oder ungewöhnlich einschätzen können und als dankbare Branchenneulinge bereitwillig mehr leisten. Laut Dedelic Entertainment, die sich im Laufe unserer Nachforschungen schriftlich zu unseren Fragen geäußert haben, würde es aktuell keine Praktikanten und nur wenige Berufseinsteiger im Unternehmen geben. Dies sei auch schon in den letzten 5 bis 10 Jahren so gewesen. Gerade Letzteres stellten unsere Quellen aber anders dar. Im Statement heißt es weiter, dass in den ersten Jahren stärker auf Berufseinsteiger gesetzt wurde, da man bis zum zweiten Unternehmensverkauf an Nacon immer ein unabhängiges Unternehmen ohne Investoren war. Auch wenn sich in vielen Gesprächen, selbst den sehr kritischen, diesbezüglich ein Zwiespalt zeigte und immer auch Dankbarkeit für den ermöglichten Karrierestart herauszuhören war, konnte das den Frust über die geringe finanzielle Wertschätzung letztlich nicht verhindern. Das war auch mit zum Beispiel einer der Gründe, warum ich auch dann gesagt habe, ich muss weiter. Ich kann nicht mehr da bleiben, weil ich kann mir nicht erhoffen, dass ich das Geld bekomme, was ich als studierte Person eigentlich bekommen sollte, die 3 Jobs gleichzeitig macht. Wenn du halt AAA-Level-Spiele machen möchtest und irgendwie da mitspielen möchtest in diesem Bereich, da muss halt auch geldtechnisch dann AAA-Gehälter eigentlich angepasst werden. Exemplarisch für den Umgang mit Mitarbeitenden steht eine Geschichte, die uns häufig erzählt und zynisch als Praktikantenaufstand bezeichnet wurde. Der Hintergrund: Der 2014 eingeführte Gesetzesentwurf zum Mindestlohn, demzufolge bis auf wenige Ausnahmen auch Praktika mit einem Stundenlohn von 8,50 € vergütet werden mussten. Doch Dedelic sei dazu nicht bereit gewesen. Und alle haben darauf gewartet, dass Geschäftsführung, Personalabteilung, irgendjemand mal ein Statement dazu abbringt, was denn jetzt eigentlich passiert. Die Entwicklung hat darauf gewartet, weil wir müssen ja auch wissen, was ist denn jetzt? Haben wir in 6 Monaten noch unsere 10 Praktikanten hier im Projekt oder haben wir die nicht mehr? Kurz danach wurde ich dann in die Personalabteilung eingeladen, um meinen Vertrag zu verlängern. Alles klar, nehme ich mit, lese mir zu Hause durch und habe gedacht, ja Moment mal, das ist aber weniger, als ich nach Mindestlohn bekommen müsste. Und mit der Info bin ich dann am nächsten Tag wieder in die Personalabteilung und dann wurde mir halt einfach so gesagt, ja, mehr zahlen wir aber nicht. Laut Weiser wurde eine Bitte nach einem klärenden Gespräch erbost ausgeschlagen. Auch ein Meeting mit der Personalabteilung wurde abgelehnt. Konsequenzen gab es aber trotzdem. Und ich sollte doch bitte einen Auflösungsvertrag unterschreiben. Ja, Ende vom Lied war, ich habe es nicht unterschrieben. Ich wurde des Hauses verwiesen und ich durfte noch unter Aufsicht den Computer runterfahren und meine Tasche mitnehmen. Von meinem allerbesten Lieblingskollegen konnte ich mich nur verabschieden, weil der mir noch hinterhergelaufen ist. Florians Zeit bei Dedelic fand so ein unschönes Ende. Doch für seine Praktikumskolleginnen und Kollegen ging es noch weiter. Die seien irgendwann von einem Schreiben auf ihrem Tisch begrüßt worden, das uns vorliegt. Ein Zusatz zum Praktikumsverhältnis, das sie unterschreiben und damit bestätigen sollten, dass es sich bei ihrer Anstellung um ein freiwilliges Praktikum im Rahmen der beruflichen Orientierung handelt. Damit wären sie eine der Ausnahmen gewesen, die keinen Anspruch auf den Mindestlohn gehabt hätten. Das Problem ist nur, damit hätten sie gelogen.
Was mir persönlich sagt, die wussten genau, was sie da für eine Schweinerei machen und es im Nachhinein legitimieren wollten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das unterschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dann auch fristlose Kündigungen ausgesprochen wurden, die auch nachher angefochten wurden und wo sich dann, soweit ich weiß, nachher geeinigt wurde. Auch zu diesem Fall hatte Delic uns gegenüber eine Stellungnahme abgegeben. Man sei aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, die Kündigungen auszusprechen. An das erwähnte Schreiben könne man sich aber nach all den Jahren nicht mehr erinnern. Das bis hierhin Beschriebene sind alarmierende Umstände, die laut vieler Aussagen Grund für enorme Fluktuationen im Unternehmen waren. Doch wie es scheint, gibt es da ein noch schwerwiegenderes Problem bei Dedelic. Alle Personen, mit denen wir anonymisiert gesprochen haben, erwähnten den harten und unnachgiebigen Führungsstil von CEO Carsten Fichtelmann und COO Stefan Harms, der für viel Druck und Stress gesorgt haben soll. Nur wenige Personen haben sich damit einverstanden erklärt, vor laufender Kamera mit uns darüber zu sprechen. Am Anfang war es halt noch wirklich familiärer, die Leute haben mehr zusammengehalten und mit den größeren Titeln kam halt auch mehr Druck und das hast du dann halt auch innerhalb der Firma gemerkt. Es war, nachdem Stefan Harms in die Firma reingekommen war. Und der hatte eingeführt, dass an Release-Tagen gewisse Abteilungen bis 10 oder 11 Uhr abends in der Firma sein sollten. Aber dann wurden plötzlich Sprachversionsupdates als Releases bezeichnet und dann hattest du so das 3. Mal bis 11 Uhr da sitzen in 2 Wochen. Zudem diese späten Stunden, die auch damals nicht vergolten wurden, diese Überstunden, das wurde einfach erwartet. Da wurde auch rangegangen mit einem so, hier muss was geleistet werden von euch. Das ist ein Privileg, hier in der Spielebranche zu arbeiten. Die Projekte brauchen diesen Bluteinsatz von euch. Zu dieser Aussage passend liegt uns eine interne Mail von 2016 vor. In der von COO Stefan Harms verfassten Nachricht heißt es unter anderem, wir werden Überstunden künftig weder ausbezahlen noch abbauen lassen. Stundenkonten werden nicht geführt. Mehrarbeit ist ein völlig normaler und gängiger Parameter in unserer Industrie. Bei der Produktion von Software und insbesondere von Spielen sind Crunch-Zeiten der Regelfall. Die Spielregeln bezüglich Arbeitszeiten werden offen kommuniziert. Jeder, der damit nicht einverstanden ist oder damit nicht leben kann und will, darf das Recht auf freie Arbeitgeberwahl nutzen. Dass Überstunden bei Dedelic nicht ausgeglichen werden konnten, stritt das Unternehmen auf Nachfrage ab. Man habe sich stets an die vertraglichen Vereinbarungen gehalten. In dem uns vorliegenden internen Schreiben wird zwar auch Ausgleich bei Crunch auf Einzelfallbasis erwähnt, bei unseren Gesprächen hieß es aber, dass dieser Ausgleich selten im Verhältnis zu den tatsächlich geleisteten Stunden stand. Crunch mag ein gängiges Problem in der Branche sein, sollte aber eben nicht zur Normalität werden. Dazu haben wir in Folge 187 auch schon mal ausführlich berichtet. Soweit wir aber erfahren haben, hat sich an dieser Überstundenregelung bei Dedelic nie eklatant etwas verändert. In den letzten Jahren sei Crunch in der internen Kommunikation aber zumindest seltener eingefordert worden. So oder so zeigt die zitierte Mail fehlende Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden. Schlimmer noch, vor allem von CEO Carsten Fichtelmann wurde uns darüber hinaus ein noch finstereres Bild gezeichnet. Er hätte Mitarbeitende oft angebrüllt, seine Macht ihnen gegenüber ausgespielt und nicht selten für Tränen gesorgt. Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, zeigt sich Dedelic überrascht. Im Unternehmen herrsche ein freundschaftliches Betriebsklima. Die Geschäftsleitung habe sogar viel Lob dafür erfahren, immer ein offenes Ohr für das Team zu haben. Auf angebliche Vorwürfe anonymer ehemaliger Mitarbeiter zu antworten, fiele jetzt schwer. Aber zur Verdeutlichung. Mit nur einer Ausnahme hat im Gespräch jede anonyme Quelle diese Kritik geäußert. Einige wenige sogar vor laufender Kamera. Es herrschte so eine Atmosphäre der Angst. Carsten ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein emotionaler Mensch. Also, wenn er enttäuscht ist, dann weiß man das. Ich erinnere mich daran, wie Kollegen sich nur flüsternd im Raum unterhalten haben, weil sie Sorgen hatten, dass entweder Stefan oder Carsten sie hören. Da muss man auch einfach ehrlich sein und ich hoffe, das ist er auch zu sich selbst, dass er halt einfach manchmal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Also es gab auch Momente, wo ich zu ihm gesagt habe, so kannst du nicht mit deinen Mitarbeitern reden. Es war immer so das Gefühl, du kannst nicht offen über deine Probleme und so weiter sprechen, weil das wird nachher gegen irgendjemanden verwendet. Ich glaube, er hat sich halt auch manchmal einfach als Geschäftsführung alleine und missverstanden gefühlt, weil er wollte ja wirklich, dass es läuft und er hatte auch seine super Momente, aber ich glaube, es ist halt einfach schwierig, wenn jemand so unter Druck steht und irgendwie sieht, dass es nicht so läuft, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat. Jeder verarbeitet das anders. Das ist aber natürlich auch keine Rechtfertigung dafür, lauter zu werden. Natürlich liegen einige der genannten Sachverhalte schon länger zurück. Trotzdem haben wir den Eindruck gewonnen, dass wir darüber berichten müssen.
Zum einen, weil es in diesem Umfang eben noch nie getan wurde. Zum anderen, weil wir nachvollziehen wollen, wie es zum desaströsen Launch von Der Herr der Ringe Gollum kommen konnte. Teile der Antwort darauf scheinen die Arbeitsbedingungen zu sein, die bei Daedalic vorherrschen. Noch vor Gollum wurde in diesem angespannten Klima weiter nach neuen großen Erfolgen gesucht. Und zumindest in 2 Bereichen klappte das auch. Mit dem Vertrieb von Spielen anderer Firmen, womit Daedalic schon in frühen Jahren anfing, sicherte man sich finanziell ab. Vor allen Dingen ab 2016 stellten sich im Publishing große Erfolge ein. Sowas wie Shadow Tactics beispielsweise war ein Riesenerfolg und Barotrauma beispielsweise auch, vor allem international gesehen. Vom Publishing her war das echt eine Goldgrube, wenn man so will. Abgesehen von diesem finanziellen Erfolg stellte sich auch noch ein weiterer ein. Nachdem es zu Unstimmigkeiten mit Eigentümer Bastei Lübbe kam, erwarben Gründer Carsten Fichtelmann und COO Stefan Harms die Mehrheitsanteile für 410.000 € zurück. 2021, also mitten im Entwicklungsprozess von Der Herr der Ringe Gollum, wurde Daedalic für 53 Millionen € an den französischen Publisher Nacon verkauft. Zwar gab es nicht die komplette Summe, sondern erst einmal nur 32 Millionen € als Direktzahlung, trotzdem ist das, verglichen mit 410.000 €, ein satter Gewinn für das Hamburger Unternehmen. Wenn man vom Tiefpunkt nach dem Release von Silence absieht, lief es in wirtschaftlicher Hinsicht also gut für Daedalic. Nur leider nicht bei den eigenen Produktionen, die ja lange Zeit eigentlich das Kerngeschäft des Unternehmens waren. Doch auch in diesem Bereich versuchte man es weiter. Der nächste vielversprechende Titel: A Year of Rain. Als Passion Project eines Entwicklers gestartet, sah die Geschäftsführung in dem Echtzeitstrategiespiel die Chance auf ein eigenes Service-Game. Ein Spiel, das lange durch Updates und Erweiterungen fortgeführt werden und beständig für Einnahmen sorgen sollte. Viele Mitarbeitende hätten sich motiviert in die Entwicklung gestürzt. Die Hoffnungen seien mindestens genauso groß gewesen wie die Ambitionen, obwohl Daedalic bis hierhin noch keine Erfahrung im RTS-Genre gesammelt hatte. Das erklärt, warum die Entwicklung problematisch verlief und das Spiel bei Release gemischt aufgenommen wurde. Doch das Team war fest entschlossen, die Fehler bis zur vollständigen Veröffentlichung zu beheben. Oder zumindest gingen sie davon aus. Genauso wie die Community, an die dieser Wille zur Besserung auch kommuniziert wurde. Die Vorgesetzten änderten aber ihre Pläne. Weil die Userzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und es den Anschein hatte, dass sich A Year of Rain nicht refinanzieren würde, stoppte man die Weiterentwicklung nur 3 Monate nach Launch. Tragische Geschichte, Year of Rain. Also mir tut es wirklich sehr, sehr leid um den Titel, weil ich fand, der hatte schon Potenzial. Ich habe ein Interview mit dem Lead-Designer gesehen, kurz vor Launch. Der sagte, es waren 25 bis 30 Leute, die daran gearbeitet haben, was jetzt kein riesiges Team ist, aber schon ein beachtlicher Anteil von Daedalic. Also muss da eine gewisse Überzeugung hinter gewesen sein. Und wo diese Überzeugung in dieses Produkt hin ist, da fragt man sich schon, was das strategische Denken dahinter war. Das unfertige Early-Access-Spiel wurde wenig später, ohne diesen Stempel, etwas vergünstigt auf Steam verkauft. Die Fans abgespeist und der Aufschrei der Community ausgesessen. Ein erster öffentlicher Schlag für den bis dahin guten Ruf von Daedalic. Es sollte, wie wir alle wissen, nicht der letzte bleiben. In unseren Gesprächen stellten viele Mitarbeitende die Veröffentlichung von A Year of Rain als wahrscheinlich deutlichsten Warnschuss vor dem Gollum-Debakel dar. Immer stiller wurde es unterdessen um Mitgründer Jan Poki Baumann. Noch vor dem 2016er Release von Deponia Doomsday, Daedalics bis heute letztem klassischen Point-and-Click, fasste er den Entschluss, sich neu zu erfinden. Unter dem Arbeitstitel Super Latent sollte ein filmisches Adventure mit verzweigter Narrative entstehen, das entfernt von Quantic Dream-Spielen wie Heavy Rain inspiriert wurde. Doch Poki verlor sich in einer langen, frustrierenden Konzeptionsphase, weil der offizielle Startschuss einfach nicht fiel. Noch bevor man so richtig angefangen hatte, wurde das Projekt eingestellt. Nach kurzer Elternzeit sollte dann der 3. Teil der Ätna-Reihe entstehen, bei dem sich aber auch früh Probleme abzeichneten. Und als das dann nicht sein sollte, war das halt für mich halt auch irgendwie einfach ein Signal. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, ich kann halt gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt halt nochmal in eine Phase geraten, wo ich jeden Wochentag halt irgendwie länger im Büro zu bleiben, geschweige denn Wochenende so. Ohne das einstige Gesicht von Daedalic und mit den zuletzt gefloppten Eigenproduktionen steuerte Daedalic in eine unsichere Zukunft. Doch ein Projekt hatte man noch in der Hinterhand, dem internationale Aufmerksamkeit garantiert war und bei dessen Ankündigung der Branche der Atem stocken sollte. Also die Idee, dass ein Herr der Ringe-Spiel gemacht wird, war schon während Säulen der Erde-Zeit. Dass auch die Gespräche geführt worden mit der Tolkien-Familie, dass das ein super langer Prozess war. Schon seit 2014 versuchte sich Carsten Fichtelmann an einem Deal mit Middle-earth Enterprises, dem Inhaber der Herr der Ringe Buchlizenz. Klappen sollte das aber erst 2018.
Dass der Deal zustande kam, war eine kleine Sensation. Eine große, weltbekannte Marke in den Händen eines deutschen Studios. Bis heute ein echtes Novum. Die Idee, ein Spiel aus Gollum sich zu erzählen, kam dabei gar nicht von Daedalic selbst. Das Unternehmen trat auf das Bremer Studio King Art Games zu, die unter anderem für das Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest bekannt sind. Auf Daedalics Anfrage hin erstellten die einige Pitches, unter denen sich auch die Idee zu einer Geschichte aus Perspektive von Gollum befand. Umgesetzt hat die später aber Daedalic selbst. King Art-Geschäftsführer Jan Theisen erklärte per Mail, dass man damals nicht zusammengekommen sei und sie keinen Einfluss oder Einblick in die Entwicklung gehabt hätten. In den Credits des Spiels wird King Art aber als Ideengeber genannt. Wie wir in Gesprächen erfahren haben, gab es für das Spiel ursprünglich noch andere Ideen. Über ein klassisches Adventure wurde genauso nachgedacht wie über Aragorn und Gandalf als alternative Protagonisten. Letztendlich hätte man sich aber nach dem Lizenzgeber gerichtet. Interessanterweise soll trotz des schon beschriebenen schwierigen Klimas in der Firma unter den Beteiligten aber motivierte Aufbruchsstimmung geherrscht haben. Die Leute waren sehr ambitioniert. Im Endeffekt haben sich ja eigentlich alle gefreut, weil sehr viele bei uns Tolkien-Fans sind. Ich weiß, dass keiner von denen halt irgendwie dahin geht und sagt so, ach, das Geld haben wir ja schon und machen nur das Nötigste. Niemand von denen. Die haben sich halt alle den Arsch aufgerissen. Mindestens genauso motiviert wie die Mitarbeitenden war das Marketing von Daedalic. Schon ein Jahr nach Lizenzerwerb und Start der Pre-Production wurde der Herr der Ringe Gollum angekündigt und lautstark durch die Medien getrieben. Da wurden Vergleiche zu großen Blockbuster-Titeln wie Tomb Raider oder Uncharted gezogen und davon fantasiert, dass das Gollum-Spiel ein ähnlich zeitloses Werk werden könnte wie die Buchreihe, auf der es basiert. Das ist ja im Grunde aus Marketing-Sicht erstmal, bevor es irgendwann zu einem Release kommt, sehr klug, weil ja leider auch die Spielepresse für sowas anfällig ist und dann das gerne und dankbar annimmt. Ich glaube, was da auch drinsteckt, ist der Wunsch von Daedalic und ich glaube auch, wenn man Interviews hört von Carsten Fichtelmann, aus Daedalic ein international erfolgreiches Unternehmen zu machen. Daedalic zu dem Zeitpunkt relativ unbekannter weltweiter Publisher. Da könnte man jetzt annehmen, dass man hier versucht hat, so früh wie möglich einen Nutzen aus der Lizenz zu schlagen. Öffnet immerhin eine weltweite Bühne. Könnte man sagen, gut gemacht. Die großen Versprechen brachten Daedalic tatsächlich viel Aufmerksamkeit. Cover-Stories sowie internationale Berichterstattung, was sicherlich auch dem Publishing-Zweig neue Möglichkeiten eröffnete. Mission erfüllt also. Nur waren die Leidtragenden diejenigen, die diese Versprechen letztendlich erfüllen mussten. Und hier wiederholt sich ein Muster, von dem die vollmundige Ankündigung wie eine Rauchbombe abzulenken schien. Daedalic hat zuvor noch nie ein Spiel mit AAA-Ambitionen entwickelt. Mit der Unreal Engine zwar schon gearbeitet, aber damit nur Spiele in völlig anderen Genres realisiert. Und letztlich schien man mehr zu wollen, als man zu investieren bereit oder fähig war. Wenn man das Projekt sich im Nachhinein anguckt, wie viele Personen da in den Credits stehen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Produktion, Uncharted, Tomb Raider, und ich gucke mir die Credits da an, dann werde ich schon feststellen, dass da mindestens doppelt bis dreifach so viele Programmierer allein dran gesessen haben. Es ist auch wichtig, Risiken einzugehen. Aber es ist natürlich auch etwas, wo man nicht wirklich weiß, von Anfang an hat man sich vielleicht übermannt damit. Bei unseren Gesprächen mit Beteiligten, die größtenteils anonym bleiben wollen, wurden verschiedene Punkte genannt, die für den letztendlichen Zustand des Spiels verantwortlich seien. Dabei muss man erwähnen, dass an Gollum nicht alles schlecht ist. Es gibt stimmige Kulissen, schöne Ideen und gut funktionierende Abschnitte. Nur sind die hinter den vielen eindeutig unfertigen, nicht zu Ende gedachten Teilen des Spiels versteckt, die Resultat einiger unglücklicher Schnitzer und Fehlentscheidungen sind. Der erste Punkt, der mir in Gesprächen häufiger begegnete, ist im Zusammenhang mit Daedalic sogar ein historischer. Da hieß es, dass der Herr der Ringe Gollum einfach falsch angegangen worden sei. Ähnlich der Entwicklung ihrer Adventures habe auch bei Gollum die Geschichte an erster Stelle gestanden. Und das merkt man auch im Spiel. Uns wird die Kontrolle entrissen, weil wir erst noch einem Dialog zuhören sollen, oder wir werden durch spielerisch ereignislose Abschnitte geführt, weil noch ein wichtiger Teil der Geschichte erzählt werden muss. Das Problem der vernachlässigten spielerischen Komponente zeigt sich auch bei einem grundlegenden Punkt, den die Entwicklerinnen und Entwickler in der Konzeptionierung wahnsinnig unterschätzt haben. Auch weil bisher nur wenige Studios damit Erfahrung gesammelt haben. Guckt man sich Gollum zum Beispiel mal an, dann stellt man fest, das ist gar kein Zweibeiner. Schon das erste Risiko, was man eingeht, wenn man jetzt ein Spiel mit Vierbeinern macht, gibt es ganz andere technische Probleme.
Das macht sich sogar bei der Genauigkeit dann dieses Charakters im Spiel bemerkbar. Mehrere Quellen haben uns bestätigt, dass es ein höllischer Aufwand gewesen sei, für saubere Animationen und eine fehlerlose Kollisionsabfrage der Gliedmaßen zu sorgen. Bis zum Schluss hätte man daran noch gefeilt, weshalb intern auch darüber diskutiert wurde, ob der Aufwand gerechtfertigt wäre. Die Zeit fehlte dadurch ja wiederum an anderer Stelle. Die unglücklich verlaufende Konzeptionsphase scheint dabei Ursprung einiger Probleme zu sein, die sich erst später bemerkbar machten. Ich glaube halt, am Anfang ist es einfach, sich in solche Träume zu suhlen, dass man denkt, dieses Spiel wird das Oberspiel und deswegen dann packen wir das rein, dann packen wir das rein, dann packen wir das rein, um dann zu gucken, was kriegt man denn wirklich hin. Ich fand es ein wenig schade, dass man sich das Leben mit so vielen Minigames dort noch zusätzlich schwer gemacht hat, die dein Risiko halt nochmal erhöhen, wenn du ein Spiel entwickelst, statt sich dort mehr auf den Core-Game-Loop zu enden. Generell hätte es der Erstausrichtung an einer klaren Vision gefehlt. Zu Beginn wurde über wahnsinnig viele Elemente nachgedacht. Freies Klettern wie in Zelda, Rutsch- oder Balanceabschnitte, die letztlich jedoch verworfen wurden. Aber auch im fertigen Spiel stecken noch wahnsinnig viele Mechaniken, denen das Team in der Entwicklung einfach nicht gerecht werden konnte. Ein Befehlsmenü für Companions, das 4-mal im Spiel Anwendung findet. Selten nötiges Tauchen aus der Ego-Perspektive oder das Einpferchen von wilden Boroks. Unter dieser Vielfalt litten dann natürlich auch Kernmechaniken wie die Streitgespräche zwischen Gollum und Sméagol. Ein eigentlich spannendes Konzept, das viele verschiedene Iterationen durchlief. Da sollte die gespaltene Persönlichkeit wie im Film durch unterschiedliche Perspektiven eingefangen oder die Zerrissenheit durch sich bewegende Antwortmöglichkeiten symbolisiert werden, die man nur mit viel Geschick treffen konnte. Fertiggestellt wurde dieser Teil des Spiels aber nie, weshalb kurz vor Veröffentlichung eine Notlösung erstellt und implementiert wurde. Aber auch abseits der vielen Systeme und Mechaniken schien man sich an der schieren Größe des Spiels hemmungslos verhoben zu haben. Erste Levelrohentwürfe seien fast doppelt so umfangreich wie die gewesen, die es letztlich in das ungefähr 12 bis 13 Stunden lange Spiel geschafft haben. Erst bei den viel zu seltenen Playtests habe man gemerkt, dass sich die Abschnitte über die Dauer einfach nicht tragen. Erst als Anfang 2022 ein neuer Producer zum Team dazustieß, seien die Level nochmal stark eingekürzt worden. Änderungen, die dem Projekt laut einiger Aussagen gut taten, aber leider einfach zu spät kamen. Die hatten einfach zu wenig Zeit. Man kann halt nicht einfach noch mehr Geld auf so ein Ding kippen, noch mal ein Jahr hinten dranhängen und dann wird alles viel, viel besser. Das ist unrealistisch, weil die Basis darunter es nicht hergibt. Da arbeiten Leute dran, die 10, 15, 20 Jahre in der Spieleindustrie sind. Die sind gut, die können aber nicht hexen. Weil man trotz 3 gestellter Anträge keine Förderung erhalten und der damalige Eigentümer Bastei Lübbe öffentlich am Unternehmen gezweifelt habe, sei es Dedelic nicht möglich gewesen, dem Projekt ein größeres Budget und damit auch ein größeres Team zuzuweisen. Gollum hatte am Ende ein Entwicklungsbudget von ca. 15 Millionen Euro, also nur ein Zehntel eines AAA-Spiels, so das Unternehmen weiter. Und schließlich spielte auch der Faktor Zeit eine Rolle, da die Lizenz zeitlich befristet war. Trotzdem wurde der Release von 2021 auf September 2022 verschoben. Doch auch das reichte nicht. Wie uns in Interviews erzählt wurde, wäre das Spiel zu dieser Zeit ein Totalschaden gewesen. Weshalb der erneute Aufschub bis zum 25. Mai 2023 intern nur als Schadensbegrenzung angesehen wurde. Was man am letztendlichen Spiel leider durchaus ablesen kann. Zum Beispiel an den fast schon surreal wirkenden Copy-Paste-NPCs oder Zwischensequenzen, in denen zufällig die Dinge verdeckt oder aus dem Bild gehalten werden, die eigentlich zu animieren gewesen wären. Die Zeit hat einfach gefehlt. 2021 veröffentlichte Dedelic auf den Game Awards den ersten CGI-Trailer zum Spiel. Der wurde, wie in der Branche nicht unüblich, nicht vom Studio selbst, sondern von der Firma PlaySense produziert. Zwar machten sich in einigen Kommentaren Leute über Gollums Design lustig, größtenteils zeigte sich aber vorsichtiger Optimismus. Etwas, das sich beim nächsten Eindruck, den wir vom Spiel gewannen, schlagartig ändern sollte. Auch das Team sei überrascht gewesen. Nicht von der Resonanz, sondern weil sie entweder von der Existenz des Trailers nichts wussten oder aber über dessen Zustand erstaunt waren. Ich weiß von Gesprächen mit Leuten, die an diesem Trailer gearbeitet haben, dass auch von deren Seite gesagt wurde, ey, sollen wir nicht vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Arbeit in die Assets reinstecken? Sollen die nicht vielleicht noch mal überarbeitet werden? Wollen wir das wirklich so raushauen? Ne? Ich weiß nur nicht, ob jemals jemand darauf eine Antwort gekriegt hat. Die vielleicht nicht, uns gegenüber resümierte Dedelic aber, dass es Trailer gab, bei denen man bessere Assets hätte wählen können. Das ändert im Nachhinein natürlich nichts daran, dass, wie wir in Gesprächen erfahren haben, die Reaktionen des Teams schwer getroffen haben.
Gerade weil man selber nicht zufrieden mit der Qualität von Trailer und Spiel war. Trotzdem, und diesen Eindruck habe ich in allen meinen Gesprächen gewonnen, gab man weiterhin alles, um aus Gollum das bestmögliche Spiel zu machen. Und dabei sei es auch zu Crunch gekommen, wohl selten angeordnet, stellenweise führte aber auch einfach kein Weg daran vorbei. Gerade die Qualitätskontrolle sei übermäßig hart davon getroffen worden. Laut Dedelic sei das kurz vor Release eines solchen Spiels aber normal und jede Überstunde konnte ausgeglichen werden. Geholfen haben Mühe und Mehraufwand, wie wir mittlerweile wissen, aber leider nicht. This is horrible and nobody likes it. Alles sieht so wahnsinnig scheiße aus. Oh my god, this is awful. Why would anybody play this? Lizenzgurke. Unterdurchschnittlich. It's the worst game this year. Das Spiel erschien und erntete harte Kritiken und viel Spott. Was mir halt auf jeden Fall sehr, sehr leid tat, war diese ganzen Menschen, die dann so innerhalb von wenigen Tagen komplett zerstört werden. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es in den Kollegen aussieht gerade. Und ich möchte es mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil es wird halt wehtun. Als Entwickler kennt man halt die Probleme von seinem Produkt halt am besten. Und eigentlich auch jedes einzelne Problem, das in einem Spiel ist, tut einem halt auch einfach am meisten weh. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass das Leute traumatisiert hat. Das Entschuldigungsschreiben, das die Firma einige Tage nach Release veröffentlichte, half nicht dabei, die Lage zu entschärfen. Im Gegenteil, die leeren Phrasen und der Schreibfehler im Namen des Spiels schienen die schlechte Stimmung nur noch anzuheizen. Wie Dedelic schriftlich bestätigt, wurde dieses Schreiben gar nicht von ihnen selbst, sondern von Publisher Nacon verfasst. Die Veröffentlichung sei sogar ohne vorherige Abnahme durch das Studio geschehen. Wie uns 2 anonyme Quellen erzählen, sei die Entschuldigung sogar von der KI ChatGPT geschrieben worden. Und das anscheinend ohne doppelten prüfenden Blick. Der anhaltenden Kritik zum Trotz arbeitete das Team nach Veröffentlichung unermüdlich an Patches. Etwas aber war seltsam. In Studios wird nach Fertigstellung eines Spiels normalerweise nach und nach das Team abgezogen und an einem Folgeprojekt gesetzt. Nicht so bei Gollum. Die Mitarbeitenden fühlten sich alleingelassen, hingen verschiedenen Aussagen nach ganz schön in der Luft. Es ging nicht weiter, obwohl noch mit 2 weiteren Spielen im Der Herr der Ringe-Universum geplant worden sei. Bereits im Sommer 2022 wurde unter dem Arbeitstitel It's Magic das nächste Der Herr der Ringe-Spiel von Dedelic durch die Games-Förderung mit etwas mehr als 2 Millionen Euro unterstützt. Und auch einen ersten Prototypen hätte es schon gegeben. Einige unserer Quellen berichteten von einem internen Konzepttrailer, in dem der Zauberer Gandalf die Hauptrolle übernahm. Dem ersten Eindruck nach hätte es vielversprechend ausgesehen. Allerdings gab es ein Problem. Lizenzgeber Middle-earth Enterprises erteilte dem Entwurf eine Absage, weil es inhaltliche Überschneidungen mit anderen Produktionen gab. Deshalb wurde an Alternativen gearbeitet. Wir hörten beispielsweise von einer Idee, intern als CSI Minas Tirith betitelt, in der ein Geschwisterpaar des gondorianischen Adels auf Mördersuche hätte gehen sollen. Aber so weit sollte es nie kommen. Wie wir heute wissen, löste die Geschäftsführung etwas mehr als einen Monat nach Release überraschend die gesamte Entwicklungsabteilung auf. Das Unternehmen wolle sich fortan ganz auf das Publishing-Geschäft konzentrieren. Nach offiziellen Meldungen verloren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Tag ihren Job. Das macht einen natürlich schon betroffen. Das war ja quasi immer, sage ich mal, meine Hälfte der Firma war halt eigentlich die Entwicklungsabteilung. Und ich hoffe halt sehr, dass die auf den Füßen landen. Ich fand es schon echt krass. Also ich habe es gelesen und ich dachte mir, oh Mann, voll schade irgendwie, weil das war so die Produktionsstätte echt von den schönsten Point-and-Click-Spielen, die ich jemals gespielt hatte. Und dass man weiß, dass dieses Dedelic, was früher existiert hat, nie wieder existieren wird. Ich verstehe es aus Geschäftssicht. Es ist aber sehr, sehr traurig und vor allem traurig für die deutsche Gaming-Industrie. Natürlich steht Dedelic nach der Veröffentlichung von Gollum im schmerzlich grellen Rampenlicht. Doch von einigen sehr eigenen, schwerwiegenden Vorwürfen abgesehen, sind viele der angesprochenen Probleme leider keine Dedelic-Exklusiven. Crunch ist nach wie vor ein zwar langsam wahrgenommener und kritisierter, aber auf keinen Fall ausradierter Faktor der Games-Branche weltweit. Ebenso der Umgang mit jungen Berufseinsteigenden oder geleisteten Überstunden. Aber nur weil an anderer Stelle Ähnliches passiert, macht es den beschriebenen Fall nicht weniger ernst oder kritikwürdig. Vor allem, weil der Fall von Dedelic zeigt, dass die Mitarbeitenden immer die ersten Leidtragenden einer schwierigen Firmenpolitik und Kultur sind und nicht diejenigen, die sie auslösen und verantworten. Und das hat letztlich leider einem vielversprechenden deutschen Studio, das teils wunderschöne Spiele gemacht hat, nahezu die Existenz gekostet.